Bevor du dich fragst, was kann ich arbeiten in Deutschland, solltest du dich erstmal fragen, darf ich hier überhaupt arbeiten? Denn nicht jeder darf hier sofort arbeiten. Das hängt unter anderem von deiner Herkunft und deinem Aufenthaltsstatus ab. Ich erkläre dir jetzt in einfacher Sprache, woher du weißt, ob du in Deutschland arbeiten darfst oder nicht, wer oder was dir helfen kann und was du auf keinen Fall niemals machen solltest. Los geht's! Erstens, Herkunft. Als erstes solltest du wissen, hast du den Pass eines Landes der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder eines Drittstaates? Wenn du dir nicht sicher bist, dann schau dir erstmal dieses Video an. Wenn du den Pass eines Landes der EU oder des EWR hast, dann kannst du hier arbeiten. Wenn du den Pass eines Drittstaats hast, dann ist dein Aufenthaltstitel entscheidend. Zweitens, Aufenthaltstitel. Bist du noch im Asylverfahren oder hast du eine Duldung, dann spring zu Kapitel 3. Hast du eine Aufenthaltserlaubnis, dann spring zu Kapitel 4. Drittens, du bist noch im Asylverfahren oder hast eine Duldung. Wenn du eine Aufenthaltsgestattung oder einen Ankunftsnachweis hast, darfst du nicht selbstständig arbeiten. Du darfst bei einer Firma arbeiten. Dazu musst du allerdings eine Arbeitserlaubnis haben. Die kannst du bekommen, wenn du mindestens seit 3 Monaten in Deutschland bist und wenn du nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen musst. Wenn du noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen musst, kannst du nach 6 oder 9 Monaten eine Arbeitserlaubnis bekommen. Das hängt bei Asylbewerbern auch davon ab, ob sie Kinder unter 18 Jahren haben. Wenn dein Asylantrag abgelehnt wurde oder du deine Abschiebung verhindert hast, kannst du keine Arbeitserlaubnis bekommen. Du kannst auch keine Arbeitserlaubnis bekommen, wenn du aus einem sicheren Herkunftsland kommst und dein Asylantrag nach dem 31. August 2015 abgelehnt wurde. Sichere Herkunftsländer sind Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien. Doch es gibt Ausnahmen. Dazu findest du hier mehr Informationen. Die Arbeitserlaubnis gilt nur für den Job, den du hast. Dazu müssen dein Arbeitgeber und du Formulare ausfüllen. Dazu solltest du dich beraten lassen. Ich bin nämlich keine Expertin. Ich gebe nur allgemeine Informationen, die ich mit der Arbeitsagentur abgeglichen habe. Beratungsstellen in deiner Nähe findest du hier. Du kannst auch einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht stellen. Das kann viel helfen, wie ich schon von anderen gehört habe. Viertens, Aufenthaltserlaubnis. Hast du eine Aufenthaltserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt EU, Niederlassungserlaubnis, blaue Karte EU, ICT-Karte, mobile ICT-Karte oder ein Arbeitsvisum oder wurde dein Asylantrag positiv entschieden, bedeutet, hast du einen Schutzstatus als Asylberechtigter, als Flüchtling oder als Subsidiärschutzberechtigter bekommen? In allen Fällen darfst du als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger arbeiten. Für dich gelten die gleichen Rechte wie für deutsche Staatsbürger auf dem Arbeitsmarkt. Wurde dein Asylantrag abgelehnt, aber hast du eine Aufenthaltserlaubnis, dann entscheidet die Ausländerbehörde darüber, ob du hier arbeiten darfst oder nicht. Diese Information findest du auf deiner Aufenthaltserlaubnis oder in einem Zusatzblatt. Das Zusatzblatt gibt dir die Ausländerbehörde mit der Aufenthaltserlaubnis. Willst du wissen, ob du in Deutschland leben und arbeiten darfst, dann kannst du hier den Quick-Check machen. Alle Links stehen in der Beschreibung. Was solltest du auf keinen Fall machen? Für viele ist es schlimm, wenn sie nicht arbeiten dürfen. Deswegen fangen viele mit Schwarzarbeit an. Schwarzarbeit ist Arbeit, von der der Staat nichts weiß.
Das ist verboten und kann schlimme Folgen haben. Was passieren kann, wenn du schwarz arbeitest, siehst du in diesem Video. Andere Menschen fallen in eine Depression und sind sehr traurig. Wer dir helfen kann, wenn du depressiv bist, siehst du hier. In den nächsten Wochen werde ich viele Videos zu Arbeiten in Deutschland als Migrant machen. Abonniere also meinen Kanal, wenn du mehr dazu erfahren willst. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!